Hi ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man Color Blocking selber macht, also quasi Teilungsnähte zum Beispiel in einen Hoodie reinmacht. Make a Mouth Sewing. Nähen mit der Maus. Wieso sollte man das machen? Naja, zum einen, weil es einem gefällt, weil man vielleicht auch Stoffreste verwenden will oder wie jetzt bei mir gerade der Fall ist. Ich habe angefangen, Stoff auszuschneiden, dachte, das reicht locker, habe es nicht nachgemessen, habe jetzt gemerkt, okay, es reicht nicht. Ich muss mir jetzt irgendwie Teilungsnähte einfallen lassen und einen anderen Stoff dazu nehmen, damit ich mein Kleidungsstück fertig bekomme. Und wie man sowas macht und worauf ihr achten solltet, das zeige ich euch jetzt. Das Color Blocking ist ja schon, wie gesagt, einfach das Teilen von einem Schnittmuster, damit man zum Beispiel eben weniger Stoff braucht, wenn es nicht reicht oder was auch immer. Und eigentlich ist es auch ganz einfach. Das ist jetzt eine sehr einfache Methode, weil hier teilen wir keinen Ärmel. Allerdings zeige ich euch das später an dem Modell auch nochmal. Aber nur ganz kurz schon mal erklärt. Das heißt eigentlich nur, ich habe mein Schnittteil, das nehme ich, kopiere ich mir quasi doppelt, also im Bruch quasi auf dem Papierschnitt und schaue dann, wo ich die Teilungsnaht machen will, wie hier. Zeichne dann auf den Stoff quasi ein Teil und auf den anderen Stoff das andere Teil. Und was man hier natürlich beachten muss, Nahtzugaben wie immer, bloß eben hier, wo die Teilungsnaht ist, hier muss natürlich auch die Nahtzugabe hinzukommen, damit man halt hier zum Schluss dann auch wieder die gleiche Größe hat wie das eigentliche Schnittteil. Genau, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal an dem Modell, weil ich glaube, da kann ich euch alles noch viel besser erklären. Also wenn ihr hier jetzt das Schnittmuster habt, dann könnt ihr jetzt entscheiden, wo ihr eure Teilungen habt. Ich würde euch am Anfang erstmal empfehlen, parallele Streifen zu machen. Hier haben wir eine Gerade und wenn das gespiegelt wird, brauchen wir hier quasi hierzu einen 90-Grad-Winkel. Damit ihr das machen könnt, würde ich euch jetzt hier empfehlen, an der Schulter, quasi hier, wo das aufhört, eine Strichlinie zu machen. Das ist einfach nur eine Hilfslinie für später. Und jetzt schaut ihr, wo ihr es haben wollt. Also hier werdet ihr empfehle ich euch keine Teilung zu machen, weil wenn hier eine Teilung wäre, dann hättet ihr hier eine Teilung, also quasi hier eine Schicht, hier eine Schicht, hier eine Schicht und hier eine Schicht. Das würden zu viele Schichten werden und das würde einfach beim Nähen echt schwierig werden. Also macht es ein bisschen weiter unten oder vielleicht auch weiter oben, je nachdem. Was ich auch empfehlen würde, nicht durch die Brustwarze, es schaut einfach nicht gut aus. Ansonsten könnt ihr das machen, wo ihr wollt. Deswegen mache ich jetzt mal hier eine Linie zum Beispiel. Und vielleicht hier. Und dann habe ich eigentlich schon meine erste Teilung fürs Vorderteil. Und kann mir das auf den Schnitt übertragen. Allerdings braucht man das ja dann auch für die Rückseite und für die Arme. Das heißt, ich nehme jetzt mein Rückteil zum Beispiel. Fürs Rückteil mache ich mir wieder die Linie. Das ist meine Hilfsnaht hier, Hilfslinie zum Messen später. Die Teile, wenn man die übereinander legt, sind ja nicht gleich. Allerdings, eins ist immer gleich, also die Seitennaht hier, die muss ja zusammenpassen. Das heißt, die sind von der Länge her gleich. Das heißt, ich kann mir jetzt von dieser Naht hier runter messen. Das sind jetzt, das ist nicht gescheit, 0,8. Dann kann ich mir hier auch 0,8 runter messen und hier meine Naht einzeichnen, meine Teilungsnaht. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem Mittelteil.
Ja. Das sind jetzt, ich glaube, 3,8. Und dann messe ich mir hier auch die 3,8 runter. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt vermessen, oder? 2,8 vielleicht? 2,8. Mach dann hier noch mal eine Teilungsnaht. Und könnte die dann auch so auseinanderschneiden. Und dann hätten wir hier schon mal die Teile für Seite, für vorne und hinten. Und dann gibt es ja noch den Ärmel. Auch für den macht ihr dann quasi hier eine Hilfslinie. Quasi direkt hier am Ende der Kugel. Und dann könnt ihr hier genauso diese Maße nehmen. Also ich würde aber empfehlen, nehmt die Hälfte vom Ärmel. Das wird hier ein bisschen unterschiedlich sein, aber es muss hier gleich sein. Genau, also nochmal einzeichnen. Tick, tick, tick. Und dann, was hatten wir hier? 0,8. Und dann zeichnet ihr euch die hier ein. Und dann eben auch noch die zweite könntet ihr auch so einzeichnen. Und dann müsste das so ziemlich passen, dass die alle übereinander gehen. Wollt ihr hingegen schräge Sachen machen, wie ich es vorhin schon bei meinem Muster gezeigt habe, könnt ihr das natürlich genauso machen. Allerdings nehmt ihr es dann quasi im Bruch, also macht euer Schnittteil, schneidet ihr euch einmal nochmal so aus auf Papier und macht euch so jetzt den Schnitt. Und zwar könnt ihr dann einfach, wie ihr Lust und Laune habt, ich habe es ja ungefähr so gemacht, weil es sonst nicht gereicht hätte, meinen Schnitt zu teilen. Genau, und dann, wenn ihr das habt, dann könnt ihr eben auch wieder über diese Linie hier, also ich mache es jetzt nur noch pro forma, ich zeichne es jetzt nicht mehr richtig ein, abmessen, wo hier dieser Schnitt quasi an der Seite für das andere Teil sein soll. Könnt ihr natürlich jetzt hinten entweder hier weitergehen oder auch hier rauf gehen, genauso wie da. Also ja, wäre wahrscheinlich sinnvoller, das hier rauf zu gehen, dass hier und hier das zusammenpasst. Oder man macht es auch wirklich nur an einer Seite. Bei dem Modell wäre es jetzt wirklich so, dass hier ein Arm die eine Farbe hat und der andere Arm die andere Farbe. Ihr könnt jetzt natürlich auch den Arm teilen oder beliebig irgendwo anders, wie ihr wollt. Also da könnt ihr frei sein und eben diese Abmessung wird hier genauso gemacht wie bei dem anderen Modell. Und am Ärmel könnt ihr euch dann quasi diesen Abstand hier abmessen. Wenn ihr hier eine Teilungsnaht habt. Quasi hier im rechten Winkel wieder und hier nach oben 0,8 und dann würden wir uns auch hier bei 0,8 die Linie machen und den Ärmel dann hier quasi einfach senkrecht drüber anzeichnen. Und dann sollte das, dann sollte das hier mit dem hier zusammenpassen. So, und beim Ausschneiden der Schnittteile auf dem Stoff würdet ihr natürlich nicht nur rechts und links die Nahtzugabe machen, sondern jetzt eben auch oben und unten, beziehungsweise eben, ja genau, oben und unten, beziehungsweise halt hier und hier, nur in der Seite, wo es halt zusammengeklebt werden muss. Und dann würden wir das eben mit den Nahtzugaben zusammennähen. Hier und hier. Und dann haben wir natürlich wieder die gleiche Größe wie unser Schnittteil am Anfang.
Ihr dürft natürlich jetzt auch müsst natürlich auch die Nahtzugabe nehmen, die ihr auch angezeichnet habt und nicht, keine Ahnung, ein bisschen weniger oder so. Wenn ihr das natürlich machen würdet, dann wäre der Schnitt ganz anders. Wird viel länger werden. Also es macht echt was aus, dass ihr das dann auch einhaltet. Oder wenn ihr keine habt, dann wird das Schnittteil ja kleiner werden. Wird natürlich auch nicht mehr passen. Also wenn ihr müsst die Nahtzugabe einzeichnen und auch genau die wo ihr einzeichnet, verwenden, damit das wieder passt. So, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!